traumhafte Fang war, Fang des Lebens. Dicke 30 Kilo Fisch unter diese Bedingungen, da kann man nur von träumen. Es ist echt sehr, sehr schönes Wetter, 0 Grad, 1 Grad. Winterfuffi, jawohl! Boah, mega! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von der Carp Specialist. Mein Name ist Jeroen und in dieser Session nehmen wir euch mit zum Carp Farm Lake in meiner eigenen Heimat, Holland. Das sind David und ich. David kommt morgen an. Ich bin jetzt schon angekommen. So wie man sieht, es sind Winterbedingungen. Letzte Woche war es noch 10, 12 Grad, aber diese Woche steht Schnee, viel Wind, minus Schneeregen. Alle möglichen Winterbedingungen stehen auf dem Programm. So, mal schauen, was passiert. Die Hoffnung ist, dass wir ein oder andere Fisch überhaupt für die Kamera bekommen. Vielleicht eine schöne 20 Kilo Fisch oder vielleicht einen von den Topfischen, aber das wird wahrscheinlich ein harter Streit. Auf jeden Fall viel Spaß beim Anschauen und hoffentlich bis Fisch. Zweite Fisch, gestern ein oder andere weniger, gestern Abend ein Fehlbiss und gerade kam diese klein, aber fein und echt mit diesen Umständen herzlich willkommen. Es ist jetzt, ich schätze, -5, alles ist auch weiß, aber doch noch wieder ein Anbiss, so sehr happy damit. Diese geht zurück, heute kommt David an. Und dann schauen wir mal, was wir Rest die Woche so noch auf die Matte bringen können. Aber ich habe jeden Fall viel Vertrauen drin und ich schätze, dies ist ein von den neuen nachbesetzten Fischen. Aber klein, aber sehr fein. Hey Ton, alles gut bei dir? Ja, Freut mich, dich zu sehen, super. danke. Und jetzt darfst du noch dein Lätzchen machen. Wir sind jetzt gerade eine Runde mal gegangen. Ja. Und wir hatten jetzt, wir hatten uns die Stelle zweimal angeschaut. Dann haben wir auch gesagt, eine rechts hier. Hier zie ik, heb ik in der Startperiode auch Eigentlich nur so ein kleiner Hügel mit. Ich glaube, den hatte ich habe die Gewässerkarte. Ja, vielleicht steht die da auf. Den hatte ich, glaube ich, nicht. Und ich glaube, hier in dem Bereich. Goedemorgen, so kann man wach werden. Es ist Montagmorgen und ich habe gerade die Augen wach aufgemacht. Kein Anbiss bei mir, aber David hat durchgefunkt. Er hat gerade 2 Fische hintereinander. Ein sehr schöner und eine Überraschung so
Nach dem heftigen Wetter von gestern mit Schnee, Schneeregen, kalt, aber doch leckeres Essen, ja, sind die Fische doch noch aktiv, was eigentlich uns ein bisschen wundert, weil es ist echt ja, Winter im Moment. So sehr gespannt, was er so auf die Matte bekommen hat. So. Das ist ein Doppelschlag, oder Chef? Also, Wahnsinn, Wahnsinn. Gestern noch totales Schneechaos hier gewesen und jetzt der wahnsinnig schöne Beauty am Morgen. Aber es hat noch mal richtig geklingelt. Wir haben noch eine richtig dicke Überraschung für euch. Oh, Wahnsinn. Mega toller Fisch. Und aktiv ist er wieder. So. (25,2, 25,3). Winterfuffi, jawohl! Boah, mega! Halleluja! Wahnsinn! Der zweite Morgen, Winterfuffi, absolut sprachlos. Oh. Wahnsinnsfisch, Halleluja! Boah. Super. Oh, die Arme sind schwer. So, jetzt aber schnell unter die warme Dusche. Die haben uns mehr als verdient. Wahnsinn, immer noch sprachlos. Wahnsinn. Wir haben Montagabend den dritten Fisch schon auf der Habenseite, kurz vorm Dunkelwerden. Gleich gibt es ein gutes Abendessen. Die Rute kommt noch mal schnell rein. Und hoffentlich können wir euch morgen früh den nächsten zeigen. Boah.
Mega. Boah, richtig happy. Halleluja. Oh, so kann es weitergehen, Chef. So, wieder bereit für einen Fisch. Es ist echt sehr, sehr schönes Wetter. 0 Grad, 1 Grad, bisschen feucht, so perfekte Konditionen. Aber wieder einen im Schling, so perfekto. So, Mahlzeit. Winterfischen in Holland. Gestern natürlich mega Tag für David mit seiner holländischen PB. Und noch ein paar dicke Schuppies nachher. Aber bei mir etwas kleiner, aber sehr, sehr fein. Diese sehr schöne Spiegel, war mehr wie willkommen. Prima Daumen, 1 Grad, das kann man Winterfischen nennen, aber mega. Schnur geht wieder zurück und dann vielleicht kommt noch was extra vorbei. Oder bei David. Mega. Oh, das ist echt kalt. Aber nicht schlecht. Wir haben die letzte Nacht nichts mehr gesehen. Keine Action, David noch ich. Obwohl bei David die Hotspot wir eigentlich noch einen Fisch erwartet hätten. Und dann kam David gerade angefahren mit seinem Fahrrad und whoop, der ging wie Max Verstappen, wie er sagt, ging der mit einer Route davon durch. So, ja, mega. Ich mache die Route neu, ich mache auch die andere Route wieder neu und dann hoffentlich da noch ein oder andere Fisch kommt. Aber vielleicht auch der Sonne, wäre nicht schlecht. So, nach so einem Fisch mit dieses Wetter, alles nass, dann freue ich mich über eine warme Dusche. Und so wie an all unsere Seen, auch hier Kapfarm, tipptopp sanitär, Dusche, Toilette, Stromanschluss, schönes Clubhaus, da zeichnen wir euch später. Aber ich gehe erstmal unter der warmen Dusche. Bis später. Wie ein neues Mensch. Wieder warm, Sonne ist da, so. Es sieht wieder aus wie Sommerurlaub. Es tut einem Mensch doch gut zum kurzen Dusch. Leuchte aus, Lichter aus. Noch gleich kurz vorbei bei David. Und dann geht's wieder los. Mit Spretzel und Sauce. So, sind wir wieder.
Haare sind noch im Schnitt von der Dusche. Und der nächste Fisch ist da. Ein paar kleine Sachen umgestellt und keine Idee, ob das funktioniert. Aber Tatsache ist, der zweite Fisch von heute ist draus. Wetter hat sich nicht geändert, ist noch immer feucht, kalt. Aber schau mal, wieder ein... Er hat noch ein bisschen Power. Wieder ein sehr schöner Spiegler. Da dürfen noch ein paar von kommen. Ein paar kleine Sachen umgestellt. Ich fische jetzt mit die gleichen Rigs, wo David seine gute Fische mitgefangen hat. Aber das erzählt er euch später noch. Diese geht zurück, Schnur drin und dann nachher lecker essen. Das war wieder einer. Unser Wasser wird nur kalter. Wir gehen essen. Ich glaube, heute Abend gibt es Ribs. Bis später. So. Mahlzeit. Guten Hunger. Guten Hunger. Attacke. Jawohl. Ich glaube, wir bekommen heute Nacht auch keinen Frosch mehr. Ne? Nee, es ist jetzt nur noch für morgen Nacht. Die ist noch mal ein bisschen kühler mit 0 Grad. Und die nächsten ab Donnerstag auf Freitagnacht sogar schon wieder 4-5 Grad plus. Ist nicht schlecht. Ja, guten Morgen. Der nächste Fisch für mich. Es war echt verrückt gewesen. Die Bustür aufgemacht, schön mollig warm im Bus gewesen mit der Zeltheizung. Auf die Spitze von der rechten Route geschaut und komplett schon krumm gewesen. Der Bissanzeiger leider eingefroren. Die Nacht war wieder sehr, sehr frisch gewesen. Aber Fisch. Halleluja. Oh. Boah, das Wasser ist brutal kalt. Aber wieder schöne Fisch dabei. Ups. Einmal die Flossen checken. Ganz wichtig beim Rausheben. Ah, das sieht noch ganz cool aus mit dem Eis auf der Matte. Ja, guten Morgen. Da ist die schöne Winterkugel. Fast identischer Doppelschlag hier bei mir und bei Jeroen. Jeroen direkt angerufen. Ja, bei mir auch Fisch im Kescher. Und den zeigen wir euch jetzt direkt im Anschluss. Der geht zurück. Ah. Oh, kalte Hände. Gleich geht's direkt unter die warme Dusche. Heieiei. So, die Sonne ist langsam durch. Gerade der schöne kleine Spiegel bei David. Und fast gleichzeitig, im korrekt Deutsch, lief bei mir die rechte Route ab. Und schau mal, was ein schöner Winterbrocken. Ne? Oh, mega schön mit der Sonne drauf. Hiervor haben wir die Session gemacht. Es war nicht einfach, aber Ergebnis ist da. Echt mega happy. So kann der Morgen starten. Diese geht zurück, ein Schnur neu drin und dann los zum nächsten Fisch. So geht es weiter.
So, die Route nochmal neu machen. Wir haben jetzt Mittwochmittag, die Sonne kommt gerade schön rum. Nochmal ein neues Vorfach dran, neues PVA-Section. Und wie ich das Ganze binde, welches Futter ich hier am Carp Farm Lake jetzt einsetze, zeige ich euch einmal später. Kommen wir mal ein bisschen zur Futterstrategie und zu meinem Rig. Ich hatte mich hierfür am Carp Farm Lake ganz bewusst für PVA-Section entschieden, mit einem kurzen Vorfachmaterial. In dem Falle jetzt 6er Curve-Schenkhaken mit einem kleinen Wafter, Shot on the Hook, Länge ca. 11 bis 12 cm, gerade für die Karpfen im Winter, wenn sie sehr, sehr ruhig fressen. Das Ganze packe ich jetzt in PVA-Section dabei, ein paar kleine Pellets mit dabei, ein paar Maden, Würmer und natürlich die Pellets hier von vor Ort. Die habe ich schon im Vorfeld der Session in Kondensmilch und Cordagu in den Geschmacksrichtungen Isotonic und Sweet Almond mit eingelegt. Meine absoluten Favorites, gerade im Winter, um da noch letztendlich zu dem visuellen Reiz mit dem kleinen Wafter noch was für die Wassersäule zu schaffen. Das Ganze binde ich jetzt mal. Futter kommt rein. Dann gehen die Routen wieder auf ihre Spots und hoffentlich können wir euch gleich den einen oder anderen Fisch noch in die Kamera halten. Boah. Der ganze Körper ist am Zittern noch. Frisch aus der Maske. Die Knie sind noch komplett weich. Gerade beim Abendessen gewesen. Die linke Route, die wir heute Nachmittag noch in die Kurve abgelegt hatten, kompletter Full Run. Schnell den Grill ausgemacht, die Pfanne, damit wir auch nachher noch was essen können. Und ja, der hat mich komplett mit dem Boot bis zum Schilf gezogen, hat dort festgehangen und ich hatte langsam an der Schnur gezogen. Ja, und auf einmal kam dieser riesige Spiegel an die Oberfläche und er war komplett fest mit dem Schilf. Und ja, den Kescher drunter gemacht, an der Schwanzflosse noch ein bisschen reingezogen und Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Oh. Was? Sprachlos, absolut sprachlos. Oh, das ist der Wahnsinn. Oh, oh, oh. Oh,
Was eine Wintergranate hier am Carp Farm Lake. Ich bin total sprachlos. Seht's mir bitte nach. Oh. So. Das kommt raus. So, wirklich, ich glaube, noch keine Stunde nach der Fang. Das neue Seerekord von David. Lief bei mir der nächste. Wirklich wahnsinnig. Ich glaube, wir haben 2 Rekords innerhalb von einer Stunde. Der größte Fisch des Sees und der jüngste und kleinste. Ich schätze 1 Kilo oder so, aber schau mal, was ein schönes Schuppenbild. Ne? Mega. So sieht man, es gibt einen Bestand mit alten großen Fischen, aber das ist auch gedacht an die Zukunft mit solchen schönen Beauties. Der geht schnell wieder zurück. So schnell im Zelt. Ich komme gerade zurück von David. Geht das? Nee? Wir haben dann Mittagessen gemacht und war wieder lecker. Bratwurst, deutsche Bratwurst auf Brot, so lecker. Und das war auch wohl herzlich willkommen. Das Wetter bleibt kalt, mies, jetzt auch wieder feucht, Wind voll auf dem Ofen im Zelt. Aber gut, das gehört dazu. Wir waren natürlich noch am Nachtquatschen über gestern, was ja natürlich ein traumhafter Fang war, Fang des Lebens. Dicke 30 Kilo Fisch unter diese Bedingungen, da kann man nur von träumen. Wenn wir anfingen zum Session, hätten wir noch zueinander gesagt, es wäre schön, wenn wir 1 oder 2 Fische, wenn überhaupt, für die Kamera zeigen können. Aber ja, für uns ist diese Woche eigentlich jetzt schon, aber auch außer der große Fisch, schon super gewesen. Wir sind jetzt bei 11 Fische, viele schöne Fische, wie ihr schon gesehen habt. Den Fischbestand übrigens hier am Carp Farm Lake ist echt außergewöhnlich gut. Da sind mindestens 500 bis 600 Fische. Es können ein paar mehr sein, aber nicht unter die Grenze von 500 auf jeden Fall, weil keiner weiß vom Altbestand, was noch tatsächlich drin ist. Da werden immer wieder Fische für die Kamera gespottet, die nicht gefangen sind über alle Jahre hier, auf jeden Fall nicht auf Foto bekommen oder dass die Besitzer oder der Besitzer ihn selbst gefangen hat. Das macht der See auch sehr herausforderungsvoll und man hat immer Chance auf eine oder andere Überraschung, die vielleicht total noch nicht bekannt ist. Sehr bizarr. Was wohl bekannt ist, dass, lass mal sagen, der Untergrenze von 500 Fische, die mit Sicherheit drin sind, dann denkt man, das wird einfache Angelei. Diese Größe von See mit 500 Fische, das wird gehen. Aber der Praxis zeigt eigentlich, dass diese See weit von einfach ist. Klar, man kann hier Session des Lebens erleben, das ist keine Frage. Aber es kann auch so sein, wenn die Fische nicht echt mitspielen, dass man hier vielleicht keinen Fisch fängt oder 1 oder 2. So seid da bitte von bewusst. Aber wenn man hier hinfährt, und der See ist auch eigentlich gemeint für die Angler, die eine Herausforderung suchen, die Ruhe, Geduld haben, ihre Stelle aufbauen möchten, ihre Erfahrung, die schon haben, hier nutzen möchten, um an einen von die Topfische zu kommen. Und dass hier ein paar schöne Fische drin sind, das ist mehr wie deutlich, um einen Einblick zu geben für der jeweilige, der es interessiert. Das sind hier sowieso 10 verschiedene Fische zwischen die 25 und die 30 Kilo Grenze. Dann ist ein Spiegel über 30 Kilo
gestern gefangen. Und der zweite Fisch, das ist eine Schuppie. Der hat seinen Spitznamen Flappy, typisch holländisch. Und der wog pro Ende 27 Kilo auf Sommergewicht. Lange Fisch, junge Fisch, der auch stark weiter wächst. Und ja, die realistische Erwartung ist, dass der Fisch, wenn der jetzt rauskommt, auch durch die 30 Kilo knackt, sowie auch für die Laichzeit. Aber nach der Laichzeit wird er bestimmt noch etwas zurückfallen. Auf jeden Fall sind eine Handvoll Fische weit hinter die, an die 28 Kilo Grenze und Höhe. Und, 27 Kilo und Höhe. Und die eigentlich das Potenzial haben, weiter zu wachsen. Auch gibt es welche Altbestandsfische drin, die ja relativ gleich bleiben. So, die Zukunft hier an Carp Farm Lake, sicherlich für die Big Fish Hunter, die ist eigentlich mehr wie garantiert. Dann gibt es noch eine Menge Fische von 20 bis 25 Kilo. Und alle Fische, die gefangen werden mit Fangfoto und registriert, das kommt auch in ein Logbuch, so gesagt, sodass der Besitzer alles beihalten kann, was der Wachsratio ist, wann der gefangen würde, mit welchen Wetterbedingungen und so weiter. Und mit Sicherheit können wir sagen, dass aktuell 50 verschiedene Fische zwischen die 20 und 25 Kilo hier rundschwimmen. So, 10% prima Daumen der Fischbestand oder etwas mehr. Das ist hier über die 20 Kilo. So, für Angler nochmals, die eine Herausforderung suchen, schöne Fische, vielleicht nicht weit fahren, wenn man kurz über die Grenze wohnt oder aus dem richtigen Ruhrgebiet kommt, dann ist Carp Farm Lake absolut mega interessant. Für mich ist es ein Heimspiel, so ich komme bestimmt wieder, aber wir haben jetzt noch 2 Nächte. Eine Route mache ich jetzt neu, bevor es wieder dunkel wird, weil das dauert nicht so lange mehr. So, wir machen weiter. Hallo, die letzte Nacht hier am Carp Farm Lake. Wir haben gerade leckeres Essen gehabt. Ja, lecker Abhol oder Lieferando, wie das auch in Deutschland heißt, bestellt. Shawarma, obwohl dünne Kebab. Und das war tipptopp. Natürlich musste der große Fisch von David noch gefeiert werden, so das haben wir gut gemacht. Temperatur ist hier etwas besser wie draußen. Ne? Die Temperatur ist die ganze Video schon, dass der zurückkommt. Aber ich glaube, wir können zurückblicken auf eine unglaubliche Session. Wir hoffen auf jeden Fall, ihr genießt das Video. Und noch zum Schluss ein Wort von der Carp Farm Lake Chef, der Meister aus Deutschland, der es hier in Holland gut geschafft hat, Mr. Davido. Der Bauch ist voll, gut gegessen. Chef hat sehr, sehr gut gekocht heute am letzten Abend bezüglich Lieferando. Ne, kleiner Scherz am Rande. Wir blicken wirklich auf eine extrem tolle Session hier am Carp Farm Lake zurück. Ja, wir sind eigentlich mit den Erwartungen hier hingefahren, aufgrund der Temperaturen und auch den Bedingungen 1, 2 Fische zu bekommen. Das ist natürlich nachher zweimal zu dem neuen Holland PB für mich hier am Carp Farm Lake reicht, ist natürlich absolut sensationell. Mega, mega Fische. Bin wirklich happy hier in Holland, bei Jeroen, oder besser gesagt in Jeroens Heimat. Und wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Anschauen des Videos. Yep. Hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Ihr konntet den ein oder anderen Tipp für eure Winterangelei mit einbauen. Und ja, sagen nochmal vielen Dank fürs Anschauen und bis bald. Ciao. Ciao.